In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie bei der Steuerung Solexa 2 die Automatikeinstellungen eines Fensters anpassen können. Noch ein Tipp: Wenn Sie schnell im Menü der Solexa 2 navigieren möchten, benutzen Sie am besten Ihren Fingernagel. Im Video wird ein Bedienstift verwendet, damit Sie der Bedienung einfacher folgen können. In die Automatikeinstellungen der Steuerung gelangen Sie durch kurzes Tippen auf die Einstellungsrädchen oben rechts. Drücken Sie nun kurz auf die Zahnrädchen im Kästchen, um die Einstellung Autoausgang zu bestätigen. Wählen Sie den Ausgang des einzustellenden Fensters, indem Sie nochmals auf die Zahnrädchen tippen. SP01 steht für den in der Wetterstation hinterlegten Antriebsausgang. Alle weiteren Funkaktoren werden dann als SP07, SP08 und so weiter angezeigt. In die Untermenüs und Einstellungen gelangen Sie jeweils durch kurzes Bestätigen der Zahnrädchen im Kästchen und um eingestellte Werte zu speichern, müssen Sie die Set-Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Die erste Einstellungsmöglichkeit für Fenster ist die Sensorauswahl. Hier wird festgelegt, ob für den Automatikbetrieb des ausgewählten Fensters ein externer Temperatursensor verwendet werden soll. Dies ist nützlich, sollten Sie Fenster in mehreren Räumen verteilt haben. DISP steht hierbei für den im Display eingebauten Temperatursensor. Speichern Sie Ihre Einstellungen wie bereits erwähnt mit 3 Sekunden Set. Nun springt das Display wieder auf die vorherige Anzeige zurück und es sollte SP01 und Sense im Display stehen. Tippen Sie die Bedienfläche nach rechts einmal an, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. Legen Sie den Grenzwert fest, ab welchem das Fenster öffnet. Hier ist eine Hysterese von 2 Grad hinterlegt. Das bedeutet, sollten Sie hier 25 Grad eingestellt haben, öffnet Ihr Fenster, wenn 25 Grad überschritten werden und schließt wieder, wenn die Temperatur auf 23 Grad gesunken ist. Nach Bestätigen und erneutem nach rechts navigieren kommen Sie auf den Punkt Lüften. Gemeint sind hier Zeiträume für das Lüften. Um einen Zeitraum zu aktivieren, stellen Sie eine Uhrzeit ein. Wählen Sie einen Wochentag. Ein aktivierter Wochentag ist mit einem kleinen Kreis markiert. Speichern Sie mit 3 Sekunden Set. Während des hier eingestellten Zeitraums wird das Fenster nun geöffnet, sofern die Außentemperatur über der Sperrtemperatur liegt. Drücken Sie einmal zurück. Drücken Sie einmal nach rechts, sodass Position im Display steht. Drücken Sie einmal kurz auf die Zahnrädchen im Kästchen, um in das Untermenü zu gelangen. Hier kann nun unter dem Punkt FPOS eine Fahrposition von 0 bis 100% für den Automatikbetrieb eingestellt werden. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss eine Fahrzeit in den Grundeinstellungen eingestellt sein. Stellen Sie die von Ihnen gewünschte Öffnungsposition ein und bestätigen Sie mit Set. Danach drücken Sie einmal nach rechts, um in die Einstellung Stufen zu gelangen. Hier können Stufen für das Öffnen des Fensters eingestellt werden. Sobald mehr als eine Stufe hinterlegt ist, öffnet das Fenster in der Automatik schrittweise. Nach Bestätigen der Stufeneinstellung drücken Sie einmal zurück und einmal nach rechts zur Außentemperatursperre. Mit dieser Einstellung können Sie bei der Unterschreiten einer gewissen Temperatur die Lüftungsautomatik sperren und mit einer Hysterese von 2 Grad wieder freigeben. Ein Beispiel hierzu: Sie haben 5 Grad eingestellt, diese werden unterschritten. Jetzt fährt das Fenster nicht mehr auf, bis die Temperatur wieder auf mindestens 7 Grad angestiegen ist. SCHL steht für Zeitschließen. Hier können Sie wie beim Zeitlüften 2 Zeiträume festlegen, in denen das Fenster schließt. In diesem Menü können Sie den Frostalarm aktivieren oder deaktivieren. Der Frostalarm wird in den allgemeinen Automatikeinstellungen genauer definiert. Nach Speichern der Frostalarmeinstellungen und erneutem Tippen nach rechts kommen Sie zum Windalarm. Hier gibt es 2 Untermenüs. Die Einstellung Grenzwert legt fest, wie stark der Wind sein muss, damit das Fenster in Sicherheitsstellung fährt bzw. schließt. Standardmäßig ist hier für ein Fenster 30 km/h eingestellt. Der Windgrenzwert schützt das Fenster vor Beschädigungen. Die zweite Einstellung ist die Verzögerungszeit. Für diese Zeitdauer muss der Windwert überschritten sein, damit das Fenster zufährt. Diese Einstellung sorgt für eine gewisse Ruhe in der Steuerung, da hiermit kleine Böen ausgeblendet werden. Sollte der Wind nachlassen, so ist werksseitig eine feste Verzögerung von 5 Minuten hinterlegt, bis der Alarm erlischt. Verlassen Sie das Untermenü durch einmaliges Tippen des Pfeils. Drücken Sie einmal nach rechts, dann kommen Sie zur Regenalarmeinstellung. Unter dem Punkt Alarm kann der Regenalarm mit Ja ein- und mit Nein ausgeschaltet werden. Haben Sie den Alarm eingeschaltet und mit Z bestätigt, drücken Sie einmal nach rechts
Jetzt sollte FPOS für Fahrposition im Display erscheinen. Hier können Sie einstellen, ob das Fenster bei Regen komplett schließen oder teilweise geöffnet bleiben soll. Eine Öffnungsposition wird zwischen 0 und 100% festgelegt und sollte nur eingestellt werden, wenn sich das Fenster an einer geschützten Stelle befindet. Die letzte Einstellungsmöglichkeit ist der Automatic Reset. Nachdem Sie das Fenster von Hand geöffnet oder geschlossen haben, bleibt es im manuellen Modus. Das heißt, die Automatik ist abgeschaltet. Hier können Sie einstellen, dass das Fenster einmal täglich zurück in den Automatikmodus versetzt wird. Der Zeitpunkt dafür wird in den allgemeinen Automatikeinstellungen festgelegt. Außerdem kann das Fenster nach Ablauf einer kurzen Verzögerungszeit direkt wieder auf Automatik schalten. Wie lange diese Verzögerung dauert, wird ebenfalls in den allgemeinen Automatikeinstellungen festgelegt. Damit ist die Fensterautomatik fertig eingestellt.